Liebe Freunde, oft oder immer wieder werden wir von Journalisten gefragt, was war euer schönstes Konzert? Und da kann man natürlich viel erzählen, dass wir in Israel gespielt haben als deutsche Band oder in Polen in einem ausgebombten Theater. Aber die ganz ehrlich einzig richtige Antwort ist die, es waren mehrere Konzerte, die immer am schönsten waren, und zwar immer genau die mit Vollgas. Vollgas ist eine inklusive Band aus Fürth, von der Musikschule Fürth, mit Menschen mit Handicap, die an der Musikschule eine Ausbildung zum Berufsmusiker erfahren und wöchentlich Unterricht haben, proben und als Band auftreten, auch vor dem Bundestag zum Beispiel oder auf dem Fürther Integrativen Soundfestival. Und wir haben die Ehre gehabt, dass wir da ein paar Mal mitspielen dürfen haben. Und das war so bewegend und so berührend jedes Mal, dass ich beim letzten Mal, wir haben quasi eine Art Gegeneinladung gemacht auf das Over the Border Festival in Bonn. Ein Festival, das verschiedene Kulturen und verschiedene Menschen zusammenbringt, Grenzen niederreißt, und da haben wir mit Vollgas gespielt. 2 Tage, ziemlich genau vor einem Jahr, und ich habe das mitgefilmt. Diese ganzen Schätze sind hier auf der Festplatte drauf, und ich habe eigentlich jetzt 1 Jahr lang Angst davor, einen Film zu schneiden, weil mich jede Sekunde dieses Filmmaterials, das würde ich bereuen, wenn ich das rausschneiden müsste. Und wir haben nach dem Konzert, das wir auch mitgefilmt haben, hat unser Tourbegleiter Franz Licht aufgebaut. Wir haben so eine Interviewsituation hergestellt und haben die ganzen Mitglieder von Vollgas der Reihe nach interviewt und befragt. Und da ist jedes für sich so großartig, sie haben alle so eine unglaublich tolle Lebenseinstellung, so eine Dankbarkeit und so eine Freude an Musik, dass eigentlich sie absolute Vorbilder für jeden Musiker sein müssten, so wie sie das angehen, was sie für Liebe in diese Musik stecken und wie gut sie vor allem sind. Die werden auch jedes Mal besser, das ist das Großartige. Aber um jetzt nichts rausschneiden zu müssen, fange ich jetzt einfach mal mit meinem Kollegen Tobias an, der Akkordeonspieler der Band ist hier. Er gibt jetzt sein Interview und ich kürze nichts, außer vielleicht ein paar kleine Denkpausen. Viel Vergnügen. Tobias und spiele sehr lange Akkordeon
Und wie alt bist du, Tobias? Ich bin 31. Bin 31 und mir geht's sehr gut. Und welches ist dein Lieblingsstück gestern Abend zum Konzert? Das kann man schwer sagen. Ich habe sehr viele, sogar sehr viele. Ich spiele jedes Lied, was halt auf dem Programm steht. Und so muss es so, was auf dem Programm steht, ist sehr viel. Was ist halt, egal welches Lied, mir gefällt jedes Stück. Aber der Misalou, da hast du schon eine besondere. Das ist ja was Besonderes. Der Misalou. Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes für mich. Ja, wenn wir zwei dann da am Schluss dann aufstehen und uns so hochschaukeln, gell, das ist schon toll. Oh ja, das ist mein Erlebnis, meine Heimat und alles, was ich habe. Mein zweites Zuhause. Die Musik. Ja. Mhm. Ja, das merkt man auch. Das merkt auch das Publikum. Ja. Sonst. Und wie findest du, dass die Evelyn spielt? Sehr gut. Wie ihr auch. Wunderschön. Ehrlich. Die Stücke, wo ihr gespielt habt, waren auch sehr gut. Hat mir auch gut gefallen. Und hast du außer Musik sonst noch Hobbys? Was macht dir sonst noch Spaß? Naja, sonst halt auch sehr viel laufen und so. Oder wenn Sport treiben, fechten, schwimmen und so. Oder so Sachen wie so mein Freizeitangebote mache ich auch sehr viel und so Sachen. Fahre gerne weg. Auch mit der Musikschule und so Sachen. Findest du schön, oder? Unterwegs zu sein? Ja, sehr. Das ist cool, oder? So als Musiker auf Tour sein. Das ist schon mein Traum. Von allen, mit den dreien. Mit der Uschi, mit der Daniel, mit dem Wagner. Immer. Sonst. Gibt es Musik, die du nicht magst? Irgendeine Musik, die du nicht magst? Nein. Da bin ich ehrlich. Ich höre jede Musik, was so läuft. Oder ab und zu kann ich schon mal Musik hören, wie was halt so im Radio so läuft, solche Sachen. Das ist ganz verschieden bei mir. Also es gibt Musikrichtungen, die ich immer gern mag und so Sachen. Ganz egal, ich hör's mir schon an. Super. Super. Perfekt. Dankeschön. Wenn du jetzt, vielleicht eine Frage noch, Ja, gerne. wenn du jetzt zu einem kleinen Kind sagen müsstest, ja, Ja. welches Instrument soll das lernen? Ja? Ein Kind fragt dich, was soll ich denn für ein Instrument lernen? Was würdest du dem dann für einen Tipp geben? Ein Tipp ist einmal wegen halt, also noch nicht mit Akkordeon, das noch nicht. Deswegen so einfache Instrumente wie erst einmal, ich würde sagen, Xylophon und Trommeln, so Sachen erst einmal. Weil mit so bin ich halt mich angefangen damit. Ich habe diese Grundausbildung gemacht an der Musikschule auch. Mit sehr jungen Jahren, mit 2.
Naja, also da würde ich halt den Kindern sagen, erst einmal mit leichteren Sachen anfangen, mit leichteren Titeln und Liedern erst einmal, weil die schweren Stücke, wie was wir jetzt da haben, noch nicht. Da gibt es jetzt nicht mehr viel zum drauf sagen. Großartig, Tobias, du bist wunderbar, super. Ich freue mich schon auf das nächste Konzert und ich freue mich auf die nächste Folge, bei der ich dann den nächsten der Musiker vorstellen darf. Raimund, den Schlagzeuger zum Beispiel. Oder Robert Wagner, den Musikschulleiter. Oder Manuel Banja, unseren Veranstalter. Sie alle haben was zu dieser ganzen Sache erzählt und weitere Schätze folgen. Wir sehen uns wieder. Nicht vergessen, abonnieren, dann versäumt ihr nichts. Bis nächste Woche.